Das ist Pluto. Einst eines unserer 9 Planeten, heute nur noch ein Zwergplanet. Doch wieso eigentlich? Was hat Pluto falsch gemacht? Lernen wir den Kleinen doch mal etwas besser kennen. Pluto wurde 1930 entdeckt und liegt am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Daher auch der Name Pluto, benannt nach dem Gott der Unterwelt, weil Pluto so weit weg von der Sonne ist. Um genau zu sein, 5,9 Milliarden Kilometer entfernt. Wenn ihr dachtet, die Erde sei schon weit weg von der Sonne, Pluto ist 40 Mal weiter weg und somit unser entferntester Nachbar. Keine Sonne, keine Wärme. Mit einer Durchschnittstemperatur von minus 226 Grad Celsius ist Pluto buchstäblich ein Eisplanet. Oder eben Eiszwergplanet. Kommen wir zu der Frage zurück, wieso eigentlich? Kommt es wirklich nur auf die Größe an, um sich einen Planeten nennen zu dürfen? Pluto ist tatsächlich nur 2375 Kilometer breit. Im Vergleich zu unserer Erde sieht das so aus. Nicht wirklich beeindruckend. Nicht einmal für unseren Mond. Apropos Mond. Pluto hat immerhin gleich 5 davon. Die ersten 4 heißen Styx, Nix, Kerberos und Hydra. Doch die 4 sind nichts im Vergleich zu Charon. Charon ist ein ungewöhnlich großer Mond und mehr als halb so groß wie sein Hauptkörper Pluto. Und die beiden haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Charon und Pluto schauen sich die ganze Zeit an. Ihre Umdrehungen verlaufen synchron und sie drehen sich niemals den Rücken zu. Diese sogenannte doppelt gebundene Rotation ist einzigartig in unserem gesamten Sonnensystem. Man kann also sagen, Pluto ist vielfältiger als gedacht. Reicht das nicht aus, um ein Planet zu sein? Anscheinend nicht. 2006 legten Astronomen erstmalig Voraussetzungen für Planeten fest, und zwar nur 4. Ein Planet ist ein Himmelskörper, der die Sonne umkreist. Ein Planet hat genug Masse, um eine runde Gestalt zu besitzen. Ein Planet ist kein Mond. Und es bereinigt die Umgebung seiner Bahn. Das heißt, dass keine weiteren Körper auf ähnlichen Umlaufbahnen vorkommen dürfen. Und hier scheitert das Ganze. Pluto hat nämlich eine eierförmige Umlaufbahn und kreuzt die von Neptun. Damit ist Neptun ein weiterer Körper auf Plutos Bahn. Das geht nicht. Sagen die 220 Astronomen, die 2006 dafür gestimmt haben. Pluto erfüllt die 4. Voraussetzung nicht und verliert somit den Status des Planeten. Vielleicht ist Plutos Planetengeschichte noch nicht zu Ende geschrieben. Bis heute steht diese Entscheidung unter heftiger Kritik und Astronomen sind sich uneinig. Für einige mag es nur ein Titel sein, eine Definition, doch genau das kann eben alles entscheiden. Es bleibt wohl eine Frage der Zeit, ob sich an Plutos Status irgendetwas ändert. Doch bis dahin bleibt Pluto weiterhin bemerkenswert.